Heute haben wir eine kleine Radtour in die Weinberge von Dorbach vor. Ja, und dann schauen wir jetzt einfach mal unterwegs, wie es wird. Bis dann! So, ja, das Wetter ist noch nicht so berauschend. Es ist sehr windig, fast stürmisch. Müssen wir mal schauen, wie wir nachher fahren. Eigentlich wollten wir ein Stück durch den Wald, aber ja, muss mal schauen, wie stark der Wind nachher ist. Ja, ansonsten ist es relativ warm. Also für Februar sind 20 Grad heute angekündigt bei uns. Und ja, soll recht schön werden. Die Sicht ist ganz passabel. Schauen wir mal. Ansonsten ist in unserer Gegend der Frühling ausgebrochen. Wir haben schon Narzissen, Krokusse im Garten. Die Stare suchen sich inzwischen ihre Kästen. Und gestern haben wir auch die ersten Eidechsen gesehen, Brauereidechsen, die ja nicht in Winterstarre verfallen. Das heißt, wenn es wärmer wird, sind die halt fit. Ja, ist eigentlich schön dann zum Fahrradfahren. Ein bisschen weniger Wind wäre nicht schlecht. Oder halt nicht gerade von vorne. Ja, hier über der Straße ist die Fastnachtsdeko angebracht und in unserer Gegend werden da über die Straßen Lumpen aufgehängt. Ja, wie hier zu sehen. Wir sind jetzt schon ein kleines Stück bergauf gefahren, haben Dorbach-Ebersweier hinter uns gelassen und unser erstes Zwischenziel ist die Kapellenruine St. Anton in der Richtung. Klasse. Von wegen keine Sturmschäden. So, das ist ganz gut gegangen. Wir haben die Räder einfach drüber gehoben. Ja, jetzt gucken wir, dass wir Land gewinnen, weil die liegen noch nicht lange.
Ja, die Kapelle wurde 1455 gegründet von Franziskanern in Offenburg. Dann, ja, so 30, ja, 100 Jahre, knappe 100 Jahre später wurde sie zerstört im Ersten Bauernkrieg. Dann 1632 wiederum beschädigt durch schwedische Truppen. 1704 schon wieder beschädigt, da wundert es mich nicht, dass sie so kaputt ist. Danach Wiederaufbau. Ah ja, okay. Seit 1790 wurden ja keine Messen mehr gelesen und wohl auch nichts mehr renoviert und deshalb ist es einfach zerfallen. Ja, das ist jetzt mal eine tolle Aussicht. Ja, ist wirklich schön hier oben, hat wirklich gute Aussicht. Und auf Dorbach, auf die Rheinebene, ja, prima. Und das Wetter hat sich ja auch wesentlich gebessert. Ja, da hinten schauen wir mal, ob wir einen Platz kriegen für eine Vesperpause. Boah, das ist schon super. Also hier können wir auch Vesperpause. Das kann man auch sagen, ja. Wirklich toll. Die Dorbacher Straße, die dann bei uns vorbei, Ja, man hat hier also eine phänomenale Aussicht auf die Rheinebene und hier auf den Schwarzwald. Das haben wir so jetzt nicht erwartet, dass wir so eine tolle Sicht haben. Ja, und jetzt fahren wir dann wieder zurück. Ja, hier ist der Mühlbach entlang der Kinzig. Hier hat es auch immer mal wieder ein paar Bäume gekostet, aber eher kleinere. Und ja, an der Trockenheit kann es nicht liegen, weil die stehen 2 Meter vom Bach entfernt.
Ja, gerade haben wir einen anderen YouTuber getroffen, den Frank. Ebenfalls mit einem Liegerad, und zwar einem HP Velotechnik Skorpion. Und witzigerweise war der genau in der anderen Richtung unterwegs, will genau dahin, wo wir gerade herkommen. Ja, so trifft man sich. So, jetzt sind wir am Ende unserer Tour angekommen. Ja, das Wetter war wirklich herrlich heute. Richtiger Frühlingstag. Ja, für Mitte Februar. Super. Ja, ansonsten, wir hatten jetzt eine tolle Tour. Schöne Aussichten über Dorbach hinweg und dann eben in die Ebene bis zu den Vogesen. Ja, war wirklich herrlich heute. War gut rauszufahren. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.